Life is a cycle, a menstrual cycle, but it's all about a period-friendly world. Aber für viele Menschen ist es leider immer noch ein Teufelskreis. Weltweit menstruieren jeden Tag mehr als 300 Millionen Frauen. Aber ein periodenfreundliches Setting gibt es in den meisten Fällen nicht. Damit Frauen und Mädchen ihre Rechte aber ideal ausleben können, brauchen wir eine period-friendly world. Und das nicht nur im Sinne der Menstruierenden, sondern aller Menschen. Denn auch für Männer kommt was dabei rum. Denn es kostet die Weltwirtschaft Billionen Euro, wenn Frauen bei der gesundheitlichen Versorgung benachteiligt werden. Plan International hat herausgefunden, dass eine period-friendly world langfristig die Einkommensperspektiven von Frauen verbessern würde. Das bringt uns näher an das Sustainable Development Goal Nummer 5. Aber was macht eine period-friendly world aus? Friendly durch Wash. Eine von 3 Frauen hat weltweit keinen sicheren Zugang zu Toiletten. Neben Risiken für die Gesundheit und einem Gefühl von Scham und Unsicherheit führt das zu Ausfällen im Arbeits- oder Bildungskontext. Im besten Fall sprechen wir von einem ärztlich attestierten Arbeitsausfall. Im schlimmsten Fall von Kündigung, Armut und Hunger. Deshalb sind gute Wash-Bedingungen wichtig. Wir brauchen sichere Toiletten an öffentlichen Plätzen, Schulen, Universitäten und an jedem Arbeitsplatz. Überall und für jeden. Wait a minute. Sichere Toiletten? Was ist das denn? Wir brauchen Wasser, Seife und Mülleimer. Toiletten müssen hygienisch und sauber sein, damit von ihnen keine gesundheitliche Gefahr ausgeht. Im Ideal ist jede Toilette gut beleuchtet und abschließbar. Friendly durch Periodenprodukte. Nicht nur Vorurteile und Stigma sind ein großes Problem für Frauen. Oft sind auch Hygieneartikel wie Binden und Tampons Mangelware. Einfach, weil sie zu teuer sind. Mädchen und Frauen müssen sich zum Beispiel mit alten Stoffresten aushelfen und riskieren dadurch gefährliche Infektionen. Dass Stoffreste uns außerdem nicht vor Blutflecken schützen, brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Friendly durch Verständnis und keine Tabus. Das Thema Menstruation betrifft alle. Wirkliches Verständnis ohne Tabus kann es nur geben, wenn alle aktiv werden. Auch und vor allem Männer. Frauen werden oft nicht ernst genommen oder unser Pain ins Lächerliche gezogen. Und das vor allem von Männern. Plan International hat in einer Umfrage herausgefunden, dass 79% der männlich befragten Menschen schon einmal geperiod-shamed haben. Thank you for nothing. 2024 befinden wir uns immer noch auf dem Weg in eine Welt ohne Periodenstigma. Finally. Stimmen von Frauen werden immer lauter. Und auch in den Socials wird mehr über Menstruation aufgeklärt. Außer natürlich von weißen Cis-Männern, die sagen immer noch, wenn sie Bilder von blutigen Tampons sehen. Bei der Werbung für Periodenprodukte fließt immer noch mit: Die Periode oder die Frau sollte möglichst unsichtbar bleiben, mindestens aber frisch und sauber. Autorin und Aktivistin Franka Frei problematisiert diese Stereotype. Wir lernen die Periode oder unseren eigenen Körper zu verachten oder als falsch wahrzunehmen. Aber es gibt auch Good News. Seit 2020 zahlst du in Deutschland weniger Steuern auf Periodenprodukte. Meine OBs treiben mich trotzdem immer in den Ruin. In Schottland gibt es Periodenprodukte mittlerweile kostenfrei an Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen. Eine Studie von Plan International zeigt, dass Periodenarmut auch in wohlhabenden Ländern wie Deutschland und England für viele Menschen ein Ding ist. Deshalb make it a period-friendly world. Auch die Wissenschaft muss period-friendly werden. Bis in die 80er gab es kaum safes wissenschaftliches Wissen über unsere menschliche Menstruation. Auch die Medizin ist all about man. Wissenschaftliche Perspektiven sind schon immer auf Männer genormt. Das krasse Beispiel der männlichen Crash-Test-Dummies kennst du vielleicht. Aber auch die Dosierung von Schmerzmitteln wurde nur für Männer gedacht. Dabei ist es jeden Monat ein Pain, die Periode zu bekommen. Immer noch. Aber in ärmeren Ländern im globalen Süden kann die Periode zum existenziellen Problem werden. Frauen und Mädchen werden während ihrer Periode stigmatisiert und aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und das mit dramatischen Folgen. Viele Mädchen und Frauen fehlen bei der Arbeit oder in der Schule wegen ihrer Menstruation. Die meisten wissen nicht mal, was mit ihnen passiert, wenn die Periode das erste Mal einsetzt. Niemand erklärt es ihnen. Es ist ein Tabu. Auch die Mütter verbinden ihre Periode mit Scham und haben kaum Wissen über ihren eigenen Zyklus. Die Periode ist für viele Frauen auf der Welt ein Mysterium. In Bentiu, im Norden des Südsudan, sind Krieg und Verfolgung Alltag für die Menschen. Tausende suchen in Geflüchtetencamps Schutz. Privatsphäre gibt es dort keine. In dieser Situation müssen Frauen mit ihrer Periode zurechtkommen. Und das in einem Land, in dem die Menstruation ein Tabu ist. Sie schämen sich ihrer Periode zutiefst. Und mit anderen darüber zu sprechen, ist für viele undenkbar. Nyasode hat eine eigene Teestube. Wenn sie ihre Periode hat, geht sie eine Woche nicht zur Arbeit. Wie die meisten Frauen dort sorgt die 25-Jährige allein für ihre Kinder. Junge Frauen und Mädchen riskieren während ihrer Periode also ihr Einkommen, weil sie nicht zur Arbeit gehen. Andere riskieren ihre Bildungschancen.
Denn auch in der Schule besteht die Gefahr, wegen der Periode gedemütigt zu werden. Zum Beispiel, wenn an den Klamotten Blutflecken sind. Menstruationsprodukte sind schwer zu bekommen und selbst wenn sie erhältlich sind, können sich die meisten die Periodenprodukte nicht leisten. Eine Reihe von Studien hat ergeben, dass Mädchen während ihrer Menstruation nicht in die Schule gehen. In Delhi sind es 40%, in Nepal 45%. Zum Vergleich, in den Niederlanden sind es nur 14% und das zum größten Teil wegen Unterleibsschmerzen. Es ist ein Problem, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Eltern empfinden Scham, über die Periode zu sprechen oder es fehlt ihnen basically das Wissen. Sie geben diese Unsicherheit und das Tabu an die nächste Generation weiter. Stell dir mal vor, du hast deine Tage und kannst dir nicht einmal die Hände waschen, geschweige denn deine Unterhose wechseln. Die Auswirkungen von Kriegen und Konflikten auf Frauen sind dramatisch. In Kriegs- und Konfliktregionen oder auf der Flucht sind meistens keine Periodenprodukte verfügbar. Das zwingt Frauen auf unhygienische Alternativen wie Stofffetzen oder sogar Blätter zurückzugreifen. Keine verfügbaren Sanitäranlagen während der Menstruation bedeuten ein hohes Risiko von Infektionen und Krankheiten mit langfristigen Folgen. Dadurch steigt die Scham. Sich nicht waschen zu können, verstärkt das Gefühl, sich dreckig zu fühlen. Und das in einer Situation, in der die Betroffenen ohnehin existenziell bedroht sind. Die Periode hat ohnehin starke Auswirkungen auf die Psyche der Frau. Das kann in Krisensituationen zusätzlich reinkicken und Stress und Angst fördern. It's time to act. Viele junge Frauen und Mädchen können in unseren Projekten das erste Mal offen über ihre Periode sprechen. Sie lernen über ihren Zyklus und über ihre Rechte. Auch Männer kommen mit ins Gespräch und gewinnen an Verständnis. Menstruation matters. Es ist schon viel passiert, um die Periode aus dem Tabu zu holen und die Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen zu verbessern. In Uganda werden Anlaufstellen für Notsituationen ausgebaut. Mitarbeitende in den Communities, an Schulen und Gesundheitseinrichtungen werden sensibilisiert. Gleichzeitig finden Mädchen und Frauen finally AnsprechpartnerInnen für Fragen zu reproduktiver und sexueller Gesundheit und Hygiene. An unseren Aufklärungsworkshops nehmen Männer und Frauen gemeinsam teil. Das fördert den Dialog und gleichberechtigtes Zusammenleben. In gemischten Gruppen werden hier die Themen Menstruation, Hygiene und sexuelle Gesundheit erstmals aus der Tabuzone geholt. In einem Pilotprojekt im Südsudan haben wir Bildungsworkshops zum Thema weibliche Reproduktion und Hygiene gegeben. Nach dem Training haben alle Teilnehmerinnen eine Menstruationstasse bekommen. Die besteht aus Silikon und kann 3-mal so viel Flüssigkeit aufnehmen wie ein Tampon. Sie kann bis zu 12 Stunden getragen werden, im Gegensatz zu Binden, die mehrmals am Tag gewechselt werden müssen. Die Tasse ist easy waschbar und kann bis zu 10 Jahre benutzt werden. Klingt doch nach einer idealen Lösung. Ganz im Gegensatz zu teuren und oft nicht verfügbaren Einwegprodukten wie Binden oder Tampons. All das empowert Frauen und Mädchen, ihr Leben freier, sicherer und gerechter zu gestalten. Lasst uns zusammen eine period-friendly World kreieren. Machst du mit?